Das ist nach wie vor mein Lebenstraum. Ich würde auch nichts anderes machen mit dem Team, mit der Mannschaft und auch mit diesem tollen Schiff, den ich bereue. Kein Tag. Ich habe das große Glück gehabt, als ich noch Kind gewesen bin und dadurch, dass diese Affinität zu den großen Schiffen da war, sind meine Eltern mit mir und auch die Großeltern viel Fähre gefahren, sei es nach Finnland, sei es mal nach Schweden oder auch dann nach Norwegen. Und ja, das waren immer tolle Erlebnisse und dann hat man das einfach genossen. Und als Kind hat man es auch ein bisschen einfacher, wenn man dann den Kapitän auch auf einer Fähre mal trifft und man fragt ihn, Mensch, wäre es vielleicht mal möglich, auf die Brücke zu gucken, dann hat das meistens geklappt. Und so hatte ich die Möglichkeiten schon, als ich klein war, auf der Nils-Holgersson auf der Brücke zu stehen und durfte dort rausgucken. Und das wurde mir auch nicht langweilig. Also meine Eltern meinten so nach 20 Minuten, jetzt müssten wir den Kapitän auch mal wieder arbeiten lassen. Das fand ich nicht so. Ich konnte auch 4-5 Stunden aus dem Fenster gucken. Ja. Wind warning. Portside pilot at 1 meter above the water. Meine Eltern waren gut befreundet mit dem Lübecker Hafenkapitän damals und er sagte, also wenn du Kapitän werden möchtest, dann würde ich dir einfach empfehlen, mach noch mal eine Schiffsmechanikerausbildung, dann hast du auch so ein bisschen technischen Hintergrund. Du weißt so ein bisschen, was in der Maschine passiert, was die Kollegen da unten machen, was die auch leisten. Gerade auch dann, wenn es in warmen Gebieten ist und dann die Maschinenwärme und das alles dazukommt. Die Ausbildung konnte ich verkürzen, das Abitur so auf 2,5 Jahre. Ja, bin dann durch das Studium durch und dann klassisch als dritter Offizier damals auf der MS Deutschland angefangen. Habe mich dort hochgearbeitet bis zum Sicherheitsoffizier. Von dort aus bin ich zu TUI Cruises gewechselt und ja, inzwischen seit 2015 im Hause TUI Cruises unterwegs und ja, fühle mich da sehr wohl. Zu Ausbildungszeiten, da gab es auch um 10 Uhr schon mal die Coffee Time, als ich noch als Schiffsmechaniker Azubi unterwegs war und das hat sich durch meine gesamte Seefahrtzeit durchgezogen. Und das versuche ich auch jetzt und auch bei den meisten Gästen ist es bekannt, dass ich immer so meine feste Kaffeezeit habe und wenn da so die eine oder andere Frage mal ist, dann kommen die Gäste auch gerne mal vorbei und dann hat man mal Zeit für so einen kleinen Klönschnack. Typische Fragen sind zur Wettervorhersage. Die Gäste möchten natürlich immer wissen, wie wird das Wetter in den kommenden Tagen oder auch manchmal, wenn wir einen Schlepper gehabt haben, ob wir den gebraucht haben oder ob das eine Vorschrift war des Hafens oder auch bei Liegeplätzen, wie weit das irgendwo ist, ob das weit zu laufen ist im Terminal. Also die Fragen gehen von bis oder auch gerne immer genommen, wenn ich hier stehe und in Ruhe Kaffee trinke, wer fährt denn jetzt das Schiff? Das ist auch eine typische Frage, die immer gerne wieder kommt. Für mich ist es einfach wichtig, wenn ich in einen Fahrstuhl auch einsteige und wenn dann die Crew einen anlächelt und auch sagt Guten Morgen oder man hat mal so einen kleinen Plausch und unterhält sich auch, das finde ich ist wichtig. Also ich bin schon ein Fan der flachen Hierarchie. Das ist natürlich, ein Schiff ist nie eine Demokratie, es ist schon immer klar, wer das Sagen auch hat. Aber mir ist einfach wichtig, dass einfach der Austausch da ist. Gerade auch auf der Brücke, jeder kann mal einen Fehler machen. Und wie sagt man fährt ein Schiff immer nur gemeinsam sicher von A nach B. Und gerade hier auf so einem kleineren Schiff, wir haben sehr viele Stammgäste. Und da ist es wichtig, dass die Crew dann auch zu den Gästen das Verhältnis hat. Und man sieht das einfach, wenn eine Crew ein gutes Verhältnis untereinander hat, wenn die Atmosphäre innerhalb einer Mannschaft stimmt, dann färbt sich das auch auf die Gäste ab. Von daher ist es wichtig, dass es der Crew gut geht. Grundsätzlich fahre ich sehr, sehr gerne nach Asien, weil ich einfach die Leute da wahnsinnig freundlich finde und ich mag das, wenn man mit dem Schiff in einen Hafen reinkommt und die Gäste sich freuen, die Bewohner und die Einwohner sich auch freuen. So, wenn das ein tolles Verhältnis ist, die stehen schon an der Pier beim Einlaufen oder vielleicht die Schule hat noch was vorbereitet, irgendein Chor, der dann auftritt oder ein Orchester, was vorführt, das finde ich einfach immer so schön. Die haben nicht wahnsinnig viel, auch gerade in vielen kleineren Häfen, wo wir hinfahren und trotzdem sind die einfach dankbar, wenn wir kommen und dass wir kommen und das finde ich unheimlich schön. Da gibt es ja 2 unterschiedliche Tage im Leben eines Kapitäns. Das eine ist der klassische Hafenanlauftag, das heißt, man steht morgens auf, in der Regel wird man so eine gute Stunde vorm Lotsen geweckt, man geht auf die Brücke, dann unterhält man sich mit seinem Wachoffizier, man guckt, dass man ins Bilde gebracht wird, irgendwie ist die Verkehrssituation ist, auf welcher Seite der Lotse kommt, ob wir pünktlich sind, ob anderer Verkehr zu erwarten ist, welcher Liegeplatz, ob es eine Änderung gab vielleicht. Und ja, dann läuft der Tag quasi, man legt an, dann kommen die Behörden nochmal an Bord, dann kommen die E-Mails, dann kommt die klassische Routine. Am Seetag ist es anders. Ich versuche dann schon auch mal ein bisschen länger zu schlafen. Man steht auch auf, man geht auf die Brücke, man guckt eben, wie die Operations sind. Dann hat man manchmal Trainings, man hat Meetings, viel Papierkram, auch was dann anfällt. Man arbeitet die E-Mails ab
und hat auch dann die Möglichkeit, gerade am Seetag mal so ein bisschen mehr über Deck zu laufen und dann auch das Gespräch mit den Gästen zu suchen. Denn davon lebt ja letztlich auch dann die Europa 2, einfach dieser enge Gastkontakt. Es ist einfach ein Job, wo man immer ansprechbar ist, wo man aber das große Glück hat, mit Menschen verschiedenster Kulturen dann auch zusammenarbeiten zu dürfen, wo man ein tolles Team um sich herum hat, wo man gemeinsam was auch erreichen kann, wo man gemeinsam als Team Gästen tolle Reiseerlebnisse bieten kann. Und von daher würde ich den Beruf immer wieder wählen. Und jeder, der Lust auf Seefahrt hat, der vielleicht auch schon gesegelt ist oder einfach auch gerne die Welt bereisen möchte, der ist in der Seefahrt goldrichtig und kann ich nur empfehlen und ich werde es, wie gesagt, immer wieder machen. Dann sag ich diesmal Tschüss, ja. Schöne Weiterreise, Dankeschön. Tschüss.